How the money comes in, the parade comes to town. Going down Broadway is a one-way street, whichever way I go. Hallo liebe Goldsucher, heute werden wir über ein interessantes Projekt namens Canary sprechen. Ich denke, es wird euch gefallen. Also, was ist dieser Canary? Es handelt sich um eine einzigartige Meme-Coin, die demnächst im Polkadot-Ökosystem eingeführt wird. Aber bevor wir uns voll und ganz in diesen Tsunami des Wahnsinns stürzen, möchte ich Ihnen kurz etwas über Polkadot für besonders clevere Neulinge erzählen. Übrigens gibt es auf meinem Kanal bereits ein separates Video dazu, also seid nicht faul, der Aufforderung zu folgen und einen Blick darauf zu werfen. Das grundlegende Ziel von Polkadot ist es, Interoperabilität und nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Blockchains zu ermöglichen. Das Herzstück ist das proprietäre XCM Cross-Chain Kommunikationsprotokoll. Dank dieses Protokolls können völlig unterschiedliche Blockchains und Kryptowährungen in diesem Ökosystem jede Art von Daten und Token frei austauschen, unabhängig von ihrer ursprünglichen Natur. Stellen Sie sich ein riesiges, dezentralisiertes Netz vor, in dem Bitcoin, Ether, Ihre eigene Fiat-Coin und sogar der normale US-Dollar nahtlos miteinander interagieren können. Dieses ganze verrückte Projekt zeichnet sich durch ein extrem dezentrales und demokratisches Governance-Modell aus, so dass kein autoritärer Führer oder Konzern die Kontrolle darüber erlangen kann. Alle wichtigen Entscheidungen über die Entwicklung von Polkadot werden direkt von den Inhabern der DOT-Token durch Volksabstimmungen getroffen. Im Geiste der wahren Demokratie, wie im alten Griechenland. Kurz gesagt, Polkadot ist die Verkörperung von Satoshis ursprüngliche dezentrale Philosophie für freiheitsliebende Rebellen. Und nun zu unserem heutigen Hauptereignis, Canary. Es ist der erste spanischsprachige Meme-Coin, der in diesem besonders verrückten Polkadot-Ökosystem eingeführt wird. Und glauben Sie mir, in Bezug auf die schiere Verrücktheit und den Wahnsinn ist sie genauso verrückt wie die übergeordnete Plattform selbst. Das Hauptmerkmal von Canary ist ein System von regelmäßig aktualisierten, super kreativen und absolut verrückten Missionen oder Herausforderungen für die gesamte Community. Für das Abschließen dieser Missionen werden die Teilnehmer großzügig mit Token aus dem Projekt selbst belohnt. Und ihr werdet es nicht glauben, aber die neuesten Missionen von Canary haben bereits den Rand des völligen Wahnsinns überschritten. Stellt euch vor, Leute, erst letzte Woche lautete eine dieser Missionen, ein temporäres Tattoo mit einem normalen Kugelschreiber zu machen und ein Bild davon in den sozialen Medien zu posten. Und stellt euch vor, Hunderte von Leuten aus der ganzen Welt haben bei diesem Wahnsinn mitgemacht. Sie haben sich irgendwelche Freaks und Monster auf den Körper gemalt und dafür einen Bruchteil der Canary-Marken bekommen. Ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich diese verrückten Bilder nicht selbst gesehen hätte. Aber das war nur eine kleine Aufwärmphase, Leute. Die zukünftigen Missionen von Canary versprechen, mit jeder neuen Herausforderung verrückter, ausgefallener und verrückter zu werden. Insider sagen, dass bereits diese Woche eine der Missionen darin bestehen wird, einfach in den nächsten Laden zu gehen, einen Morgenmantel zu öffnen und lauthals „Ich liebe Canary, ich bete Canary an" zu rufen. Oder vielleicht lassen sich die Entwickler auch etwas völlig Verrücktes einfallen, wie das Essen einer Socke oder das Stutzen der Augenbrauen. Generell gilt: Bleib auf dem Laufenden, verfolge die Neuigkeiten auf dem offiziellen Twitter Canary Token oder auf dem speziellen Taskboard Sealy, damit du die nächste ultra verrückte Canaris Herausforderungen nicht verpasst. Hinter dem ganzen Blödsinn steckt allerdings eine ziemlich tiefgründigende Idee und Philosophie. In der Vergangenheit dienten Kanarievögel den Bergleuten als eine Art Indikator für das Wohlbefinden der Umwelt und die normale Atmosphäre in den Bergwerken. Wenn der Vogel lebte und zwitscherte, bedeutete das, dass in der Mine alles in Ordnung war und sie weiterarbeiten konnte. Und Canary, so die Idee seiner Schöpfer, sollte der gleiche Indikator für eine lebendige, fröhliche und verrückte Atmosphäre innerhalb des streng dezentralisierten Polkadot-Ökosystems werden. Die Jungs sind offen gesagt besorgt, dass in der heutigen Kryptowelt jeder zu sehr in das Sehen des finanziellen Gewinns, der trockenen Technologie und des Kapitalswachstums eingetaucht ist. Gleichzeitig ist der ursprüngliche rebellische Geist, der ungezügelte Spaß und der echte Meme-Rausch der Kryptowährungskultur langsam verblasst. Deshalb kommt Canary wie ein Hauch von frischem Wahnsinn und Humor.
Dieses Projekt zielt darauf ab, einen echten Hype, lustige Gags und eine gesunde Dosis Chaos in die oft veraltete und prüde Kryptoindustrie zu bringen. Einer der Schlüsselaspekte von Canary ist übrigens die ausgeklügelte Tokenomik und Münzverteilung. Das Projektteam hat eine ernsthafte Analyse durchgeführt und hat daran gearbeitet, das Verteilungsmodell zu optimieren, damit die Teilnehmer des Airdrops den maximalen Nutzen haben und das Projekt genügend Reserven für die weitere Entwicklung hat. Von der gesamten Token-Ausgabe sind 50% für die Community in Form von Airdrop und Belohnungen für die Challenges reserviert, die in mehreren Stufen stattfinden werden. 15% sind für das Canary-Team selbst reserviert, um Marketing, Entwicklung, Server, Dokumentation, Mitarbeiter und Gründergehälter zu finanzieren. Weitere 15% sind für die Liquidität, für die Notierung an den Börsen DEX und SEX sowie für Liquiditätspools vorgesehen. 10% fließen in einen speziellen Fonds für Rechtskosten und die Notierung an den wichtigsten Börsen der Welt. Schließlich werden 5% der Token an verschiedene Partner, Parachains, Verwahrer und NFT-Sammlungen im Ökosystem verteilt. Diese wohlüberlegte und sorgfältig kalkulierte Tokenomik soll den langfristigen Erfolg von Canary sicherstellen, ohne die frühen Anwender des Projekts mit großzügigen Belohnungen zu überhäufen. Clever ausgedacht, oder? Und um am Airdrop teilzunehmen und ihren Anteil an Canary zu erhalten, wird empfohlen, eine der unterstützten Geldbörsen wie Talisman, Subwallet, Nova Wallet, Polkadot oder Metamask zu verwenden. Da die Tokenverteilung zunächst auf der Moonbeam Parachain stattfindet, müssen die Nutzer ihre EVM-Adresse angeben. Später wird die Münze jedoch auch auf Polkadot Asset Hub laufen, so dass die Substratadresse ebenfalls von Nutzern sein wird. Die Hauptsache ist, dass man die notwendigen Wallets im Voraus vorbereitet. Und nun die wichtigste Nachricht für zukünftige Kanarienvögel. Ein Massen-Airdrop von Canary-Token wird für die frühesten und aktivsten Anhänger des Projekts erwartet, bevor es offiziell an den Börsen gelistet wird. Es gibt noch keine klaren Details und spezifischen Daten, aber alle Informationen über die Mechanismen, Bedingungen und Konditionen des Airdrops werden im Voraus über alle offiziellen Ressourcen des Projekts veröffentlicht. Also macht jetzt mit bei der Canary-Bewegung, Leute. Abonnieren Sie Twitter, verfolgen Sie die Neuigkeiten, nehmen Sie an Challenges und Missionen teil. Ich freue mich darauf, in den Kommentaren zu hören, was ihr über das Projekt denkt. Und das war Lea mit euch. Bye bye.